Ja, hallo Aqua Channel. Heute erklären wir wieder das schönste Hobby der Welt und zwar mit unseren Sketchnotes. Das heißt, wir malen auf einem Block und erklären die Zusammenhänge, also Aquaristik wie gemalt. Und heute fangen wir an mit unseren 5 Elementen, denn die versetzen uns in die Lage, dass wir ein Aquarium in einen Balancezustand bringen können und dadurch haben wir weniger Arbeit, viel schönere Wasserpflanzen, gesunde Fische, also alles läuft besser mit den 5 Elementen. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Fangen wir an mit dem Element Nummer 1 von 5 in unserem Aquarium und dafür male ich als erstes mal ein Aquarium. So, zack. Klassischer Glaskasten. Der Grund, warum Menschen sich ein Aquarium anschaffen, sind die bunten Fische. Die wollen gerne Fische sehen. Hier habe ich jetzt mal einen ganz stilisierten genommen und zwar male ich da einfach mal, der ist jetzt bei mir ein Guppi, der Millionenfisch. Ne? Machen wir noch ein paar Punkte drauf, wunderhübsch. Und natürlich wollen nicht alle Menschen Fische, sondern es gibt auch Menschen, die mögen die kleinen Krabbler. Dann male ich hier mal eine Garnele. So. Zack, rote Sakura-Garnele. Und es gibt auch Menschen, die mögen gerne Schnecken. Da male ich jetzt einfach mal hier so eine hin. Zack. Das ist kein Auge, ist die Mitte. So. Also wir haben Schnecken, wir haben Garnelen, wir haben Fische in unserem Aquarium und das ist der Grund, warum Menschen ein Aquarium haben, die mögen diese bunten Bewegungen, das schillert alles, die haben interessante Verhalten. Das ist unser Element Nummer 1. Was passiert jetzt mit unseren Fischen und unseren Garnelen? Die leben im Aquarium und wir füttern die. Dann male ich hier mal ein paar Futterflöckchen oder Granulate hin. Wir füttern die oder die Garnelen und die Wirbellosen weiden auch den Aufwuchs ab und machen die Scheiben sauber. Ja, und was jetzt passiert, ist ganz klar, die produzieren Abfallstoffe. Zack, so. Zack. Abfallstoffe hier. Entstehen hier, entstehen hier, entstehen hier. Die fasse ich mal alle zusammen. Hier, großes Thema Abfallstoff. So. Das ist ein Teil der Aquarium in Balance Philosophie. Nämlich, dass alles zusammenhängt, alles vernetzt ist und das ist auch nichts Neues, das haben wir auch nicht erfunden, sondern das ist einfach bei der Natur abgeschaut. Also hier ist unser Element Nummer 1. Wie viele Fische soll ich jetzt in einem Aquarium pflegen? Da gibt es eine Faustformel zu und diese Faustformel heißt 1 cm Fisch auf 2 Liter Wasser, H2O. Das bedeutet, bei einem 60 Liter Aquarium habe ich 30 cm Fisch. Wenn ich mir jetzt keinen Guppi nehme, sondern wir überlegen mal da einen kleinen Feuertetra einzusetzen, ganz possierliche Salmler, dann kann ich da einen Schwarm von 15 Salmlern einsetzen. Also 15 mal Feuertetra. Und das sieht auch schon ziemlich gut aus. Die halten zusammen, alles über 12 ist ein Schwarm, die kennen sich aus, die schwimmen in der Gruppe. Bei Garnelen und bei anderen Wirbellosen sieht es ein bisschen anders aus. Da kann ich ruhig ein bisschen mehr einsetzen, weil die helfen mir ja auch. Das heißt, meine Garnelen fressen meinen Mulm, die Schnecken fressen den Aufwuchs und die haben so einen geringen Stoffwechsel, dass die von der Schadstoffproduktion gar nicht so doll ins Gewicht fallen. Also, das ist mein Element Nummer 1. Element Nummer 2. Und da brauche ich jetzt meine blaue Farbe. So, Element Nummer 2. Wir befüllen das mal nachträglich, nachdem der Fisch eingesetzt worden ist. Element Nummer 2 ist das Wasser. Und beim Wasser ist es so, da leben die drin. Da leben unsere Fische, unsere Mikroorganismen, unsere Garnelen, unsere Schnecken drin. Und aus diesem Wasser kommen die ja nicht raus. Die können ja nicht sagen, ich ziehe mal eben um oder in der Natur schwimmen die an eine andere Stelle. Wir als Aquarianer und Aquarianerinnen, wir müssen dafür sorgen, dass das Wasser passt zu den Lebensumständen der Fische und dass das Wasser gesund ist und biologisch aktiv ist. Darauf müssen wir aufpassen.
Ganz wichtig beim Wasser ist die Wassertemperatur. Unsere Dennerle Nano Aquarien, die pflegen wir so bei 20 Grad Zimmertemperatur. Tropische Aquarien auch gerne bei 24, 25 Grad. Da haben wir aber ein eigenes Video gemacht, was die Wassertemperatur mit dem Stoffwechsel der Tiere veranstaltet. Da könnt ihr unten weiter gucken, da haben wir euch verlinkt oder uns verlinkt und da seht ihr dann den Link zu unserem neuen Video. Bei den Wasserwerten, die wir kennen, bei dem pH-Wert, bei der Carbonathärte, da müssen wir gucken, dass wir die Fische passend zu unserem Wasser haben. Oder andersrum, dass wir die Wasserwerte an die Fische anpassen. Zum Beispiel ein Diskus-Aquarium, die hätten gerne weiches Wasser mit einer hohen Wassertemperatur. Bei den Malawi- und Tanganjika-Seefischen ist es so, die hätten gerne hartes Wasser mit 25 Grad. Dann gibt es noch das klassische Gesellschaftsaquarium mit Salmlern, mit Panzerwelsen. Die wollen gerne leicht saures Wasser, auch mit 25 Grad. Also da gibt es verschiedene große Gruppen. Da bitte immer danach schauen, dass das Wasser zu den Fischen passt. Was mache ich mit meinem Wasser? Im Prinzip aufbereiten, filtern und ganz wichtig, einmal pro Woche 20% Teilwasserwechsel. Wir nennen den mal Teilwasserwechsel. Damit holen wir die Stoffe aus dem Wasser raus, die nicht vom Filter abgebaut werden. Zum Beispiel Phenole oder andere Gerbsäuren. Kann man ganz einfach sehen, Leitungswasser ist klar und wenn ich mal längere Zeit, 2 Wochen, 3 Wochen, keinen Wasserwechsel gemacht habe, dann ist das Aquariumwasser gelblich. Und das nimmt auch der Filter nicht raus, von daher da brauchen wir den Wasserwechsel von 20%. Das Wasser, so wie wir es kennen, das wird gereinigt und zwar übernehmen das Mikroorganismen und diese Mikroorganismen, die schwirren hier nicht frei rum, nein, die wohnen im Prinzip auf allen festen Oberflächen in sogenannten Biofilmen. Also dieser leicht glitschige Belag, wer schon mal durch den Bach gelaufen ist und sich auf den Bachsteinen, Bachkieseln fürchterlich hingelegt hat, der ist auf einem Biofilm ausgerutscht. Und der ist schleimig, glitschig, der besteht aus Pilzen, aus Hefen, aus Algen, aus anderen Mikroorganismen und Bakterien. Und da ist der Abbau der Schadstoffe. Das passiert nicht im Wasser, das passiert auf den festen Oberflächen. Die größte feste Oberfläche, die wir im Aquarium haben, ist gleichzeitig auch unser drittes Element. Und zwar ist das der Bodengrund. Den male ich jetzt mal ein, nachträglich. Hier, Bodengrund. Ganz wichtig, die Entscheidung, welchen Bodengrund ich nehme, ist die allerwichtigste, die ich für mein Aquarium treffe. Weil, ob ich da hinterher noch eine CO2-Anlage dranhänge oder ob ich eine neue Beleuchtung draufsetze, das kann ich alles nachträglich machen. Bodengrund mache ich ganz am Anfang und das ist eine ziemlich endgültige Entscheidung, weil wenn ich mich einmal für einen Boden entschieden habe, dann ist das so. Ja, die erste Funktion vom Bodengrund ist die, dass sich meine Pflanzen, normalerweise sind Pflanzenwurzeln weiß, aber auf weißem Papier weiße Pflanzenwurzeln malen, wird schwierig. Funktion Nummer 1 ist die, dass sich meine Wasserpflanzen festhalten können. Gleichzeitig gibt der Boden aber noch eine zweite Funktion her, nämlich, dass die Wasserpflanzen über ihre Wurzeln Nährstoffe aufnehmen können. Und das erfolgt im klassischen Fall aus einer untersten Schicht, die male ich mal in Gelb, und bei uns besteht die aus Deponitmix und da gehen die Pflanzen rein und holen sich ihre Nährstoffe. Also drittes Element, super wichtig, Bodengrund. Pflanzen nehmen Nährstoffe über den Boden auf und gehen da rein. Und wenn man später mal, wenn ein Aquarium voll durchgewurzelt ist, von unten unter die Bodenscheibe schauen würde, dann ist unten alles mit einer weißen Schicht Pflanzenwurzeln bedeckt, weil die Pflanzen runterwachsen zum Nährstoff. Abgedeckt wird das Ganze vom Kies, von den einzelnen Kieskörnchen. So, tschakka, 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 tschakka. Und wenn wir uns mal so ein Kieskörnchen, ich meine jetzt nicht alles voller Kieskörnchen, wenn wir uns mal so ein Kieskörnchen groß vorstellen, so, dann ist um dieses Kieskörnchen rum unser Biofilm. Das heißt, neben dem Aquarienfilter ist der Bodengrund eine riesige Ansammlung von Biofilmen und hilft uns,
das Aquarium zu säubern. Das ist die klassische Variante. Deponitmix unten, Kies obendrauf. Der Vorteil, ich kann verschiedene Farben an Kies benutzen und das Aquarium hat eine sehr lange Standzeit von bis zu 10 Jahren. Riesenvorteil bei diesem klassischen System. Die Alternative zum Deponit und Kies ist der sogenannte Soil. Soil ist ein englisches Wort und bedeutet nichts anderes als Boden. Und beim Soil ist es so, dass der Bodengrund aus einer einzigen Schicht besteht. Und das, was hier im linken Bild 2 Schichten übernehmen, nämlich Nährstoff und Pflanzenhalt, macht beim Soil eine einzige Schicht. Das heißt, die Wasserpflanze hat sofort Kontakt zum Nährboden, zum Nährstoff im Soil und muss gar nicht erst nach unten wachsen. Riesenvorteil, Pflanzen wachsen extrem schnell an. Weiterer Vorteil, der Soil beeinflusst unser zweites Element, nämlich unser Wasser, indem die Wasserhärte gesenkt wird und indem der pH-Wert leicht abgesenkt wird. Das ist wie so eine Batterie, muss man sich das vorstellen, nimmt Nährstoffe auch aus dem Wasser raus, gibt Nährstoffe an die Wurzeln ab und nimmt gleichzeitig die Wasserhärte raus. Also extrem positiv. Nachteil, es gibt nur eine Farbe und das Ganze hält 2 Jahre. Also das ist die wichtigste Entscheidung fürs Aquarium im Vorfeld. Deponit Kies oder Soil. Das sind die beiden großen Unterschiede. Das waren die Elemente 1 bis 3. Wir haben Fische und Bewohner, wir haben das Wasser und wir haben den Bodengrund. Jetzt kommen wir zum, aus unserer Sicht von Dennerle, extrem wichtigen Element Nummer 4. Und darüber sprechen wir jetzt. Das ist nämlich die Wasserpflanze. Die ist im Prinzip die grüne Lunge, der Motor, der Gesunderhalter in jedem Aquarium. Denn das, was die Pflanzen für uns machen, das haben wir in so vielen Videos und in unserer Wasserwelt erklärt. Und wir machen es auch noch mal hier in Kurzform, nämlich die Pflanze produziert unter Zuhilfenahme von Licht Sauerstoff. Den malen wir auch in Blau. Und wenn wir uns jetzt das angucken, was wir bisher schon gehört haben, nämlich, dass wir Fische im Aquarium haben, Garnelen, Wirbellose, dass wir Biofilme haben, dann wird schon ganz klar, wo der Riesenvorteil liegt, weil der Sauerstoff aus der Produktion der Pflanze durch die Photosynthese, der versorgt alle meine Systeme mit dem lebensnotwendigen Sauerstoff. Das heißt, Fische und andere Tiere im Aquarium fühlen sich besser, ist gesünder. Und die Biofilme, da muss ich auch noch einen Strich, zack, hinmachen. Die Biofilme in unserem ganzen System, die funktionieren durch den Sauerstoff besser. Das heißt, wir haben Schadstoffabbau. Wir haben Nährstoffabbau durch die gute Funktion der Wasserpflanze. Ja, was braucht die alles für eine gute Funktion? Natürlich erstmal Licht, kommen wir später noch mal kurz zu. Dann braucht sie die Nährstoffe aus dem Wurzelbereich, haben wir hier. Dann hätte sie gerne noch im Idealfall einen Blattdünger. Den male ich einfach mal hier hin. So, tschack. Den nimmt sie, der Name ist Programm, über die Blätter auf. Der Grundstoff für die Wasserpflanze, für den ganzen Stoffwechsel ist Kohlendioxid, CO2 und der darin enthaltene Kohlenstoff. Das heißt, den müssen wir im Aquarium künstlich zuführen, so, weil erst dann kann die Pflanze richtig vernünftig Photosynthese machen. So. Denn anders als an Land gibt es unter Wasser CO2 als Mangelsubstanz. Wir an Land haben kein Problem. Wir haben eher zu viel CO2 unter Wasser. Sobald das Licht angeschaltet wird, geht nach ungefähr 1 bis 2 Stunden die Konzentration so weit runter, dass die Photosynthese nicht mehr mit voller Kraft stattfinden kann. Das heißt, all das, was hier an Gutem passiert, hört auf einmal auf oder wird reduziert. Das heißt, Dünger dazu und ganz wichtig, Kohlenstoff dazugeben.
haben wir auch ein separates Video. Schaut unten in die Links zum Thema Kohlenstoffversorgung im Aquarium, welche Möglichkeiten da bestehen. Ja, letztes Element von den 5, haben wir gerade schon mal kurz angerissen, ist das Licht. Man kann sich das Licht auf einem Aquarium wie das Gaspedal bei einem Auto vorstellen. Je mehr Licht ich drauf gebe, desto stärker ist auch der Stoffwechsel der Pflanze, desto mehr Photosynthese macht die. Und damit muss ich auch dann dementsprechend mehr Dünger und Nährstoffe zugeben. Also ganz wichtig, alles folgt dem Licht im Aquarium. Je mehr Licht ich da drauf habe, desto höher ist auch der Stoffwechsel der Wasserpflanze. Und natürlich ist das Licht dafür da, dass wir unsere Tiere, um die dreht sich ja, Element Nummer 1, in optimaler Farbe haben und optimaler Farbe sehen. Das heißt, auch die Farbtemperatur von Licht ist ganz wichtig. Wie lange sollte die Beleuchtung angeschaltet sein? Wir empfehlen 10 Stunden gesamt. Auch da gibt es ein separates Video, schaut unten in die Links rein. Da haben wir einmal erklärt, warum wir Aquarien mit einer Mittagspause beleuchten und was das alles so passiert in der Mittagspause. Das waren unsere 5 Elemente. Ich fasse nochmal ganz blitzschnell zusammen. Element 1, unsere Fische und unsere Wirbellosen und Garnelen und Schnecken. Dafür machen wir Aquaristik, weil wir uns daran erfreuen, weil wir die so super finden, das ganze lebendige Leuchten, Element 1. Element 2, das, wo die drin wohnen, das Wasser, muss abgestimmt sein. Auf die Bewohner müssen wir uns darum kümmern durch einen Teilwasserwechsel. Element Nummer 3, der Bodengrund. Wichtigste Entscheidung. Was passiert mit meinem Aquarium über entweder 10 Jahre, Deponit, oder 2 Jahre, Soil. Oder unser Element Nummer 4, die Wasserpflanze, die grüne Lunge im ganzen System Aquarium, die dieses Balancesystem erst richtig zusammenhält und in ein Kreislaufsystem verwandelt. Und Element Nummer 5, Licht, weil Licht ist mein Gaspedal, der Motor für die Pflanze. Die 5 Elemente bringen euer Aquarium in Balance, versprochen.